Und mein Auftrag ist, euch in die Einigkeit zu führen. And I accept you as you are. Und ich akzeptiere euch so, wie ihr seid. So very, very glad to be back with you again. Ich bin so sehr froh, dass ich wieder mit euch zusammen sein kann. Ja. When you love someone, you want to be with them all the time. Wenn man jemanden lieb hat, möchte man immer mit demjenigen zusammen sein. You never get tired of seeing them and being with them. Und man wird den anderen auch nicht überdrüssig. Man möchte ihn immer wieder sehen. Yeah. That's the way I feel. Und so ein Gefühl habe ich. About you. Euch bezüglich euch. Tomorrow is Good Friday. Morgen haben wir Karfreitag. I was thinking about what this coming few days means. Ich habe darüber nachgedacht, was die kommenden Tage für eine Bedeutung haben. What came to my mind was a women's basketball team. Und was ist mir eingefallen? Ein Frauenbasketballteam. From Iowa. Aus Iowa. Yeah. They weren't very big. Sie sind nicht so groß. And they weren't very strong. Auch nicht besonders stark. But somehow they made it all the way to the final game of the college basketball championship. Aber sie haben es irgendwie doch geschafft, bis sie zum letzten Wettkampf für die Championship von Basketball es geschafft hatten. President Biden's wife insisted that they be invited to the White House. Und dieses Weltmeisterschaftsteam hat die Ehefrau von Präsident Biden ins Weiße Haus einladen wollen. But they didn't win the championship. Jetzt haben aber die Ohio-Damen leider die Weltmeisterschaft nicht gewonnen. So why did she want them to come to the White House? Wieso wollte sie dann, dass diese Damen trotzdem ins Weiße Haus kommen? Because they were a group of young women who showed what love can do. Es war eine Gruppe von junger Frauen, die gezeigt haben, zu was die Liebe fähig ist. They shouldn't have been in the championship game. Also die hätten überhaupt nicht bis in die Weltmeisterschaftsfinale es schaffen sollen. But when they asked them, what are you doing? How are you doing this? Als sie gefragt haben, wie habt ihr das bis ins Endspiel geschafft? All the young girls answered the same way. Haben alle jungen Frauen genau gleich geantwortet. We love each other. Wir lieben einander. We take care of each other. Wir kümmern uns umeinander. We share with each other. Wir teilen unsere Sachen miteinander. We cover each other's back. Und wir stärken den Rücken von uns gegenseitig. We don't care who scores the points. Und uns ist es egal, wer von uns die meisten Punkte heimbringt. And when you have that attitude, mit einer solchen Einstellung you can do anything. Schafft man es überall. You see, they believed. Sie haben geglaubt. They didn't doubt each other. Und sie haben einander nicht in Zweifel gezogen. Good Friday, Easter Sunday. Karfreitag,
Ostersonntag. It was Jesus who said, "If you believe and do not doubt." Jesus sagte, wenn ihr glaubt, ohne zu zweifeln, You can say to that mountain over there, seht ihr diesen Berg dort drüben? go throw yourself into the sea, Werft euch ins Meer and it will be done. und es wird geschehen. Nothing is impossible where love is present. Nichts ist unmöglich, wo die Liebe anwesend ist. Love exists in the heart, yes, Die Liebe existiert im Herzen, das stimmt. but behind the heart and deeper than the heart is the soul. Und hinter dem Herzen und tiefer als das Herz gelegen befindet sich die Seele. I think I put this in a video maybe a week ago. Ich glaube, ich habe folgenden Text schon im Video gebracht, vor einer Woche circa. These were my words. Das waren meine Worte. The soul is the starting point of human thought, action, and events. Die Seele ist der Anfang von menschlichen Gedanken, menschlichen Taten und menschlichen Ereignissen. From the soul and the soul alone Von der Seele und nur von der Seele radiate those forces which control everything. strahlen diese Kräfte aus, die alles unter Kontrolle halten. Achievement and failure, Errungenschaften und Scheitern, courage and cowardice, Mut und Feigheit, it is out of the human soul entstehen aus der menschlichen Seele, that we create. die wir schaffen. That's where our lives are decided. Auf der Seelenebene wird unser Leben entschieden. So, William, why do you do what you do? Why? Die Frage an mich wird gestellt. William, warum machst du eigentlich das, was du machst? Because we must restore the deutsche Seele to its proper place. Ich mache das, weil wir die deutsche Seele wieder an ihren angestammten, richtigen Platz bringen müssen. In each of you individually, In jedem Einzelnen von euch and in you collectively. und in euch allen als Ganzes, als Kollektiv. That will be your trump card for your future. Wird es die Trumpfkarte für eure Zukunft sein. You see, the world is full of game players. Game players. Die Welt ist voller Kartenspieler. They're very clever. Super gescheite Leute. And they play the card games. Und sie teilen die Karten aus. Or they throw the dice. Oder würfeln. But they always win. Und gewinnen tun sie jedes Mal. Because they hold all the cards. Weil sie haben die guten Karten auf ihrer Seite. No, they don't. Haben sie überhaupt nicht. You have the trump card. Ihr habt nämlich die Trumpfkarte. Like the girls from Iowa. Ihr seid in der Position dieser jungen Damen von Iowa. Overachievers. Ihr seid übermäßig gut in euren Leistungen. You have the one thing they can never defeat.
Ihr besitzt das, was sie nie schlagen können, They could never destroy. nie zerstören können. The deutsche Seele. Die deutsche Seele. Your enemies, Eure Feinde they don't even know the deutsche Seele exists. wissen nicht einmal, dass die deutsche Seele existiert. All of their brainwashing Ihre gesamte Art von Gehirnwäsche is only 1 inch deep. reicht nur 1,6 Zentimeter tief. With the right attitude, Wenn ihr die richtige Einstellung habt, with the deutsche Seele blossoming again in you, wird die deutsche Seele wieder in euch zum Erblühen kommen. we can wash away the brainwashing in a short time. In kurzer Zeit können wir die Gehirnwäsche, die uns angedient wurde, wegwaschen. They think they have you Die Kontrolleure glauben, sie haben uns beim Wickeln and that you are their slaves, und dass wir ihnen Sklaven sein müssen. but you are German. Ihr seid jedoch Deutsche. You are no one's slaves. Ihr seid keine Sklaven von irgendjemandem. So tonight we need to look at how can you live free when you are free. Heute Abend behandeln wir das Thema, wie kann man frei leben, wenn man frei ist. It's been a long time, you know. Lange Zeit hat es gedauert. Some people would say that you have grown addicted to being slaves. Ja, manche sagen, dass ihr inzwischen süchtig geworden seid, Sklaven zu sein, Because it's easy weil es so bequem ist, to let others make decisions for you, indem man den anderen die Entscheidungen für sich überlässt, to let others protect you, indem man andere für den eigenen Schutz aufkommen lässt, to let others educate you. indem man andere sich erziehen lässt. You don't have to take responsibility. So müsst ihr keine Verantwortung übernehmen. No one can hate you. Es kann euch auch niemand hassen, Because you don't exist. weil ihr ja gar nicht vorhanden seid. You don't really have any beliefs. Ihr habt eigentlich keine Glaubensüberzeugungen. Everything comes from somewhere else. Alles wird von irgendwoher geliefert. You say, oh, no, William, you are a foreigner and you don't understand. We are free. We are free. Die Leute sagen zu mir, William, du bist ja ein Ausländer und verstehst uns gar nicht. In Wirklichkeit ist es so, dass wir frei sind. We have a nice car. We have a pretty good job. Our neighbors wave at us in the morning. We are free. Wir haben ein schönes Auto, wir haben eine gute Arbeitsstelle, morgens grüßen uns die Nachbarn und außerdem, wir sind frei. But you're not. Seid ihr aber nicht. I was flying back to you the other day. Flying back. Ich bin wieder zurückgeflogen zu euch vor kurzem. And I was very thankful that I had a free seat next to me so I could stretch out. Und was habe ich mich gefreut, dass neben mir der Platz frei war. Also konnte ich mich ein bisschen mehr ausbreiten. But a young man was sitting in the wrong seat all the way on the other side of the plane, so they made him get up and come next to me. Auf der anderen Seite des Flugzeugs hatte sich aber ein Gast an die falsche Stelle gesetzt und sie haben ihn aufmerksam gemacht und genau neben mich gesetzt. So my first response is, oh no. Erst habe ich so reagiert, ach, muss das sein? I wanted the freedom. Ich wollte meine Freiheit haben.
But there are no coincidences for me or for you. None. Aber vergesst das mit den Zufällen. Bei mir gibt es keine und bei euch auch nicht. Yeah. And I think that's a good thing. Und ich halte das für eine gute Sache. But I got talking to this young German man, Aber ich bin ins Gespräch gekommen mit dem jungen Deutschen, about 28 years old, etwa 28 Jahre alt, has a graduate degree in engineering, and pretty smart young man. Er hat einen akademischen Titel erworben als Ingenieur, ist ein sehr kluger Mann. And like nearly all Germans, Und fast alle Deutschen ist auch er. he was an attractive young man as well as intelligent. War er beides, attraktiv und intelligent. So he spent the first 5 minutes sharing with me what was important to him as a German, because he knew that I was a foreigner. Also die ersten 5 Minuten hat er, so wie andere Deutsche auch, mir erzählt, was ihm wichtig ist, weil er hat ja erkannt, dass ich ein Ausländer bin, an meinem Anstecker. And of course, he was a pacifist, Und natürlich, er ist ein Pazifist, and he was an environmentalist. er ist ein Umweltschützer. His car could go on 1 drop of gas, benzina, Ein Tropfen Benzin und sein Auto läuft, and go forever and ever and ever. so lange wie möglich. And he wanted peace in all the world. Und er wollte Weltfrieden haben. Everyone should get along. Und alle sollten sich gut miteinander verstehen. And I thought, of all the German students I've had over the years, this is a typical German of his age. Typical. Und wenn ich mir die Studenten anschaue, die ich im Laufe der Jahrzehnte gelehrt habe, so ist dieser 28-jährige Deutsche ein typischer Deutscher. I have a 26-year-old granddaughter who would like to get married. Meine Enkelin ist 26 Jahre alt und im besten Heiratsalter. I'd be happy to marry her to him. Ach, was wäre ich froh, wenn ich ihn zum Schwiegersohn bekommen würde und sie ihn heiratet. A nice young man. So ein netter junger Mann. So I said to him, could I ask you a question? Also bat ich ihn darum, ob ich ihm eine Frage stellen dürfe. Yes, of course, he said. Gerne. I said, your government is now in negotiations with Poland. Wissen Sie, dass die deutsche Regierung zurzeit mit den Polen Verhandlungen betreibt? Your foreign minister, Baerbock, is talking to their foreign minister. Eure Außenministerin Baerbock spricht mit dem polnischen Außenminister. And Poland says you owe them $1.3 trillion or Billionen Euro. Und die Polen behaupten, dass ihr ihnen 1,3 Billionen Euro schuldig seid. And so the foreign ministers are negotiating. Die Außenminister verhandeln also. Maybe it should be 1.2 trillion as versus 1.3. Vielleicht genügen ja auch 1,2 Billionen Euro statt 1,3. And Poland says that you must pay them this money because of the terrible damage you did, burning down the buildings, destroying the country. You must pay them. Und die Polen behaupten, ihr müsst uns so viel Reparationen bezahlen, weil ihr ja unsere Gebäude zerstört habt und das Land verwüstet habt. So I asked the young man, is it right, is it correct for you to give them the money? Ich fragte diesen jungen Mann, ob es denn in Ordnung sei, dass die Deutschen dieses Geld an die Polen zahlen. And he thought for a minute and he said, yes, I guess we should pay them. Er hat eine Minute nachgedacht und gemeint,
Ich glaube schon, wir sollten das Geld bezahlen. I said, well, thank you for answering the question. Vielen Dank, dass Sie mir diese Frage beantwortet haben. Why should you pay them? Ja, und weswegen sollen Sie denn bezahlen? Well, because we've hurt a lot of people and we need to make up to them. We need to make it up to them. Also wir haben ja vielen Menschen Schaden zugefügt und wir müssen das wieder gut machen. I said, then maybe 2 more questions? Darf ich noch 2 weitere Fragen He stellen? said, of course. Natürlich dürfen Sie. Where does the money come from? Woher kommt denn das Geld? Baerbock doesn't have any money. Die Frau Baerbock hat kein Geld. Remember, she only has 2 dresses. Ihr wisst schon oder Sie wissen, dass sie nur 2 Kostüme besitzt. The rote und the lila. She doesn't have the money. Selber hat sie kein Geld. Where does it come from? Und woher nimmt sie es? He says, I don't know. Er antwortete, da habe ich keine Ahnung. I said, today, young man, he worked for a German corporation. Also er arbeitete für eine deutsche Körperschaft. You have to work from January 1st to May 21st to pay your taxes. Heutzutage, um ihre Steuern zu bezahlen, müssen sie vom 1. Januar bis zum 21. Mai arbeiten. What if I told you, young man, now you have to work until June 15th to pay your taxes? Wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie müssen jetzt länger arbeiten, nur um die Steuern zu bezahlen, und zwar jetzt bis 15. Juni. He says, I don't think I would like that. Und er, aber das würde mir nicht passen. And he said, your second question. Und wie lautet die zweite Frage? I said, what did you do? What did you do, sir, to the Polish people? Ja, was haben Sie denn angestellt gegenüber dem polnischen Volk? Did you sneak across the border and burn down those buildings? Did you do it? Sind Sie heimlich über die Grenze geschlichen und haben ein paar Gebäude niedergebrannt? He says, no, I wouldn't hurt anyone. Auf keinen Fall. Ich würde niemandem was zuleide tun. I said, then your friends must have done it. Dann müssen es Ihre Freunde gewesen sein. No, he said, all my friends are pacifists. We wouldn't hurt a fly. Aber gewiss doch nicht, die sind auch Pazifisten, genau wie ich. Wir würden keiner Fliege was zuleide tun. Then I said, well, then it must have been people who don't live in your area. He lived in Rosenheim. I said, it must be people from Kiel or people from Görlitz. They're the ones who did it. Er lebte in Rosenheim und ich sagte, also wenn es die Rosenheimer nicht angestellt haben, dann vielleicht die, die weiter weg wohnen, die in Görlitz oder in Kiel. So he thought for a moment and he said, no. Nach einem Moment kam er auf die Idee, kann nicht sein. They wouldn't do that. No one would do that in Das würde Germany. überhaupt keiner in Deutschland machen. And I said, why are you paying them the money? Und dann fragte ich, und weshalb bezahlt ihr dann dieses Geld an die Polen? Now listen to me. Zuhören bitte. He said, these questions have never entered my mind. Noch nicht einmal sind mir diese Fragen in den Sinn gekommen, sagte er. I said, they've never entered your mind. No. Und ich fragte zurück, wirklich nie in den Sinn gekommen? Nein, nie. He said, it's not the way we're raised in Germany. Ja, in Deutschland sind wir nicht so erzogen worden. Something that affects your entire future and you have no curiosity whatsoever? Also etwas, was deine ganze Zukunft verändern wird und du bist ohne Neugier überhaupt. You don't like the outcome. Das Ergebnis gefällt euch nicht. But you have no idea about how it's going to happen. Du hast keine Idee, wie es geschehen wird. He said, Professor, it's not the way we're educated. It's not the way we're raised. Herr Professor, wir wurden einfach nicht so erzogen. We don't ask these kind of questions. We don't ask them. We don't even think about them.
Wir stellen einfach keine solchen Fragen. Wir denken noch nicht mal solche Fragen. I didn't say this out loud to him. Folgendes habe ich nicht laut gesagt, But in my mind, I was thinking, aber ich habe es leise gedacht. what kind of an idiot has educated this young man? Was war das für ein Idiot, der für die Ausbildung dieses Mannes zuständig war? The best thinking people on the face of the earth, and they're not allowed to think. Die Menschen, die am besten denken können auf der ganzen Welt, dürfen nicht mehr denken. Graduate degree from a major German research university. Also er hatte einen akademischen Abschluss von einer gewichtigen deutschen Forschungsuniversität. If he wanted to, he could become a leader in this country. Wenn er es wollte, könnte er ein Führer in diesem Lande werden. But not the way he is today. Aber das wird nicht geschehen, so wie er heute drauf ist. And he can't marry my granddaughter. Und meine Enkelin kann er auch nicht heiraten. Now the night before, the next night after we landed, I went to Austria. Also die Nacht nach meiner Landung in Deutschland bin ich nach Österreich gefahren. And there was a large, wonderful crowd of Austrians waiting for me. Eine große, wunderbare Gruppe von Österreichern wartete auf mich. Very bright-looking people, bright-looking Austrian people. Also sie sahen gut aus. So they were happy to inform me, like the young man on the plane next to me was happy to inform me of what they were like. Die gut aussehenden Österreicher waren also glücklich, so ähnlich wie der junge Mann auf dem Flugzeugsitz neben mir, mich gerne informiert hat, wie ihr Leben sich abspielt. You see, they don't have all the hang-ups and guilt that their neighbors, the Germans, do. They don't have any of that. Bei den Österreichern gibt es diese ganzen Schwierigkeiten, wie ihre Nachbarn, die Deutschen, haben, eben nicht. They're free and happy people. So glücklich und wunderbar sind die Österreicher drauf. Free, happy people. Glücklich und frei. I said, oh, that's wonderful. Ist doch schön, dass es euch so geht. Then I'll have to make sure I have a different speech for you. Ja, dann muss ich mir eine ganz andere Rede ausdenken für euch. I said, how did this great freedom come about? Dann sagt mir doch mal, wie ist eure großartige Freiheit zustande gekommen? Well, they were quick to tell me that during the war, they were on the side of the Allies. Und ganz schnell ist einer mit der Antwort gekommen. Ja, wir waren im Krieg auf der Seite der Alliierten. They were on the winning side. Ja, und außerdem waren wir bei den Siegern. And the Germans were on the losing side. Ja, und diese Deutschen waren auf der Verliererseite. So they don't have any guilt. Also haben die Österreicher gar kein Schuldbewusstsein. Once again, who educated these people? Jetzt stelle ich die Frage wieder, wer hat denn die Österreicher erzogen? I said we can go to any village in Austria, any village in Austria. Ich sagte, ich kann mit euch in jedes Dorf in Österreich gehen. We can go into the cemetery. Auf die Friedhöfe. And there's hundreds of young men who died in the First World War and the Second World War. Hundreds of them, little oval circles. Und da findet man die Bilder von jungen Österreichern, die Soldaten waren im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg und sie sind bildlich dargestellt in so einem Oval. Like the young boy in the plane next to me, I said, may I ask a question? Dann stellte ich, ähnlich wie dem jungen Mann im Flugzeug, die Frage an die Österreicher. Of course. Und natürlich gestatteten sie mir die Frage. We have all the answers. Und wir können dir auch alle Antworten bieten.
Why are all the boys in the cemetery wearing German uniforms? Why? Erklärt mir doch mal, weshalb all diese jungen Soldaten in den österreichischen Friedhöfen deutsche Uniformen antragen. Did the British and the Americans run out of uniforms? Haben die Briten und die Amerikaner etwa nicht mehr Stoff gehabt, um Uniformen zu basteln? Well, we never thought about that. Komisch, haben wir noch nie bedacht. Because you didn't want to think about that. Eben weil ihr nicht darüber nachdenken wollt. Because you were educated not to think at all. Man hat euch beigebracht, überhaupt nicht zu denken. And then they were quick to tell me that the Anschluss between Germany and Austria, that was done at a point of a gun. They didn't want anything to do with it. Und dann waren sie auch schnell bei der Sache, mir weiß zu machen, dass der Anschluss ihnen sozusagen auferzwungen wurde. It was our Kolben im Nacken. It was our evil neighbors, our big neighbors. They put a gun in our back and they made us do it. Schuld waren nur die bösen Nachbarn da drüben, diese Großen, die haben uns mit dem Gewehrkolben gezwungen im Rücken, dass wir uns ihnen anschließen. I said, in truth, less than 1% of Austrian young people fought for the Allies. Und jetzt sage ich euch die Wahrheit. Es waren weniger als 1% österreichische Soldaten, die für die Alliierten gekämpft haben. In truth, everyone who was there at that time in Austria would tell you, in truth. Jeder, der in der damaligen Zeit in Österreich gelebt hat, würde euch genau diese Wahrheit bestätigen. That no one put a gun in their back. Dass nicht ein einziger einen Gewehrkolben im Nacken hatte. They welcomed their German brothers with open arms. Sie haben ihre deutschen Brüder mit offenen Armen begrüßt. No matter what your politics were, egal was die Politik war, if you were there, wenn ihr damals gelebt habt, you knew the truth. Wusstet ihr auch, was wahr ist. Who educated you? Wer bitte hat euch denn erzogen? It was the British and the Americans who educated them and you. Es waren immer die Briten und die Amerikaner, die sowohl die Österreicher als auch euch Deutsche ausgebildet haben. In Austria and in Germany, all the textbooks, all of the curriculum, all of the education was thrown out the window. In Österreich und in Deutschland wurden die Lehrpläne und die Lehrbücher allesamt aus dem Fenster geworfen. You see the fireplaces? Seht ihr da diese Feuer? Can you believe that we burned your books? Könnt ihr das glauben, dass wir eure Bücher verbrannt haben? So that you would have to start from scratch? Dass ihr erneut von Anfang an beginnen musstet. I thought you were the ones who burned the books. Ich habe geglaubt, ihr seid die Bücherverbrenner gewesen. Well, we burned a lot more books than you did. Hedge, wir haben viel mehr Bücher verbrannt, als ihr es je geschafft habt. But we are innocent of everything. Aber wir sind unschuldig bei allen Dingen. So that you can be guilty of all things. Und zwar ist das so, dass ihr für alle Dinge schuld sein könnt. And forever. Und zwar auf ewig. If all of a sudden you had too much wine to drink today. Wenn urplötzlich zu viel Wein da wäre, den ihr heute trinken könntet. And you decided to go out and steal a car from the parking lot. Und besoffen wie ihr seid, geht ihr dann auf Autoklau draußen auf dem Parkplatz. And the police caught you and said, "Is this your car?" Aber die Polizei erwischt dich unterwegs und fragt, ob es dein Auto ist. You said, "No, it's not." Nö, ist nicht mein Auto. So you go before the judge. Also bringen sie dich vor den Richter. And he says, "Have you ever stole a car before?" Der dich fragt, ob du jemals ein Auto gestohlen hast. You say, "No." Nee, habe ich nicht. I went to a William Toel meeting and got drunk. Ich bin erst auf einem William Toel Treffen gewesen und danach habe ich mich betrunken.
And the judge says, well, I feel sorry for you. Tut mir leid, sagt der Richter. So I'll give you 2 years in Gefängnis. 2 years. Also du bekommst jetzt 2 Jahre Gefängnis dafür. And when you have paid your debt to society, when you've paid your debt, Und wenn du deine Schuld abbezahlt hast, der Gesellschaft gegenüber, then you will go free and you start your life over. bist du wieder ein freier Mann und kannst wieder von vorne anfangen. Just don't go to any more William Toel meetings. Aber eins sage ich dir, William Toel Meetings sind dann gestrichen. But we have sentenced you for life imprisonment. Was wir mit euch gemacht haben, ist, dass wir euch lebenslängliches Gefängnis aufgebrummt haben. And the young man sitting next to me, Der junge Mann, der mein Sitznachbar war, a typical German young man of his age, der ein typischer Deutscher seines Alters ist, has already learned how to get along in the modern Germany. er hat es bereits gelernt, wie man im modernen Deutschland gut vorwärts kommt. Don't think. Man denkt nicht, Don't ask questions. man stellt keine Fragen. Smile and repeat what others have told you. Man lächelt und man wiederholt genau das, was die anderen einem vorgekaut haben. If you want to get along, speak with your mouth. Wenn du vorwärts kommen willst, spreche das mit dem Mund What your heart knows is untrue. und wisse vom Herzen her, dass es überhaupt nicht stimmt. And 2 plus 2 doesn't equal 4 in Germany. In Deutschland ist die Gleichung 2 plus 2 nicht 4. It equals anything America and Britain want it to equal. Anything. Das Ergebnis ist immer das, was die Amerikaner und die Briten vorschreiben, was es zu sein hat. How can it be Wie ist das möglich? that the people who God created, Dass die Menschen, die Gott erschaffen hat, God created you, und ihr seid von Gott erschaffen worden, whether you like Him or not, ob ihr Gott nun mögt oder nicht, whether you know Him or not, ob ihr Gott nun kennt oder nicht, He still created you. er hat euch geschaffen, so oder so. You weren't an accident. Ihr wart auch kein Unfall oder Zufall. You have a purpose. Ihr habt einen Lebenssinn. And even if you don't like Him, Und selbst wenn ihr Gott gar nicht ausstehen könnt, He loves you. Gott liebt euch. And it's because He loves you so much, Und weil Gott euch so sehr liebt, more than you could ever imagine, er liebt euch so viel mehr, als ihr euch jemals vorstellen könnt, that He pulled me out of where I was resting and sent me to be with you today. dass er mich von der Stelle, wo ich meine Ruhe hatte, ausgerupft hat und mich nach Deutschland geschickt hat. Have you noticed how sick the world is? Ist euch aufgefallen, was für eine kranke Welt wir haben? And how it's getting sicker? Und dass sie jeden Tag noch kränker wird. And there doesn't seem to be anybody to help? Und dass da niemand auftaucht, der helfen kann. We open a newspaper, we turn on a television, we turn on a blog on the internet, and all we can do is shake our head. Ob wir die Zeitung aufschlagen, ob wir Fernsehnachrichten anschauen oder ob wir einen Internetblog lesen, uns bleibt nichts anderes übrig, als dauernd den Kopf zu schütteln. How bad can it get? Wie schlimm kann es denn noch werden? And yet it gets worse. Und in Wirklichkeit wird es immer noch schlimmer. You say, well, as a modern German, that's not our problem. Als moderner Deutscher sagst du natürlich, ist nicht mein Problem. Well, maybe part of it is your problem.
Es kann durchaus sein, dass ein Teil davon tatsächlich dein Problem ist. God created all people. Gott hat alle Menschen geschaffen. And He gave them an exact place to live. That's what He says. I didn't say it. He said it. I give them an exact boundaries. That's what I do. Und Gott hat es gesagt, dass er den Menschen, die er geschaffen hat, einen Platz zuteilt, der Grenzen hat. And they all have their place in the world. Also jeder Mensch, der geschaffen wurde, hat in der Welt seinen Platz, wo er hingehört. But they are not all the same. Und die Menschen sind nicht alle gleich geschaffen. The animals of the forest are not all the same. The fish of the sea are not all the same. Die Tiere des Waldes oder die Fische im Meer sind nicht alles dieselbe Spezies. They all have a place in the ecology of this world. Jede von den Tierarten hat in der Ökologie dieser Welt seinen Platz. And so do you. Ihr auch. Where did you get these brains? Where? Von woher habt ihr dieses super Gehirn bekommen? There's no doubt in the world about the fact you're the best thinking people. No doubt. Niemand in der Welt zweifelt daran, dass die Deutschen das Volk sind, das am besten denken kann. So, I'll finish my story about the young man. Jetzt komme ich zum Ende meiner Geschichte mit dem jungen Mann. I said, you want to give them the 1.3 trillion or billionen. You want to give it to them. Also, Sie wollen die 1,3 Billionen an die Polen zahlen. Yes. And I said, you understand where it's going to come from. Ja, und Sie verstehen auch, von wo dieses Geld kommen wird. It's coming from your work. That's where it's coming from. Sie werden dafür arbeiten müssen. But do you know, young man, where it's going? Wissen Sie auch, wohin dieses Geld dann fließt? This is a huge amount of money. Es ist eine Riesenmenge Geld. How are they going to spend it? Wie werden die Polen dieses Geld denn ausgeben? Of course, he's an environmentalist. Er ist ja der Umweltschützer. He's a modern German. Er ist der moderne Deutsche. He said, I guess they're going to plant trees with it. Ich nehme mal an, die pflanzen Bäume an. And yet only 1 week before that, Und nur eine Woche vorher the Polish president said out loud, hat der polnische Präsident laut ausgesagt, we want to be the most powerful military in Europe. wir wollen das kräftigste, stärkste Militär von ganz Europa haben. But we don't have the money. Uns fehlt nur das Geld dafür. But we soon will. Aber wir haben schon bald. We need $1 trillion to build our military rapidly. He said it. Wir brauchen 1 Billion Euro, um unser Militär ganz schnell wieder auf die Beine zu stellen. So is the money going to grow trees? Also glaubt ihr, dass dieses Geld zum Bäume anpflanzen verwendet wird? One of the brightest 28-year-old Germans you can find said it was. Ja, dieser sehr kluge, hübsche Deutsche meinte schon, dass es zum Bäume anpflanzen benutzt wird. Why? Wieso? The Polish president's speech was widely broadcast. Also die Rede von dem polnischen Präsidenten wurde überall ausgestrahlt im Fernsehen. Why couldn't the best mind on earth tie A to B and figure it out? Warum hat einer der klügsten Köpfe der Welt A und B nicht zusammenzählen können und der Sache auf die Spur kommen können? And why is he willing to work or she willing to work a whole lifetime trying to pay for that money? Und warum ist er oder sie, die jungen Deutschen, bereit, ein ganzes Leben lang dafür zu arbeiten, dass so viel Geld zustande kommt? Well, I'll use his words again. Ich verwende wieder die Worte des jungen Manns. Well, Professor, it's just the way we're raised. Also Herr Professor, es liegt einfach daran, wie wir erzogen worden sind. It's just we just don't ask questions about stuff. Also wir stellen einfach keine Fragen. It's how we were educated. Man hat uns so ausgebildet. You know, when
Germans, they make beautiful things. Die Deutschen, wenn sie Deutsche sind, stellen wunderschöne Dinge her. Wonderful minds. Sie haben ja so einen klugen Verstand. Creative in their spirit. Einen schöpferischen Geist haben sie auch. Innovative. Sie sind erfinderisch. See, I don't want to get my fingers all gooey by eating my apple. Also wenn ich jetzt meinen Apfel nicht in die Hand nehmen will, damit meine Finger nicht schmutzig werden, verwende ich dieses Instrument. So the Germans have made me a tool. Dieses schöne deutsche Werkzeug benutze ich, um meinen Apfel zu essen. It's functional, it's beautiful, funktioniert, sieht auch hübsch aus. Simple in design. Einfaches Design. Well, this is the German role in the world. Whatever there is a solution that is needed, the German is to use their mind, their unique mind, and their spirit, and they're to create. Das ist die Rolle der Deutschen in der Welt. Wann immer es eine Lösung bedarf, dann kommt der Deutsche mit seinem klugen Verstand und seinem schöpferischen Geist und findet die passende Lösung. So why does God love you so much? Why? Warum liebt euch Gott so sehr? Because you're lovable? Weil ihr liebenswürdig seid? Well, not always. Aber nicht immer. Not always. Must be another reason. Es muss noch einen anderen Grund geben. What does God do for a living? What is his beruf? What does he do? Also, womit verdient Gott sein Geld? Welchen Beruf hat er denn? He creates. Gott ist ein Schöpfer. He is the creator out of nothing. Er schöpft Dinge aus dem Nichts. Beautiful things with function and form. Wunderbare Dinge, schöne Dinge mit Funktion und Form. And that's your job. Und das ist eure Aufgabe. To create. Zu schöpfen. So he kind of loves you because you're like him. Gott liebt euch deshalb so sehr, weil ihr etwa so seid wie er. You've been told that God abandoned you. Euch hat man weisgemacht, dass Gott euch verlassen habe. Someone said to me face to face last night, William, we are the losers. Gestern hat mir jemand von Angesicht zu Angesicht gesagt, William, wir sind die Verlierer. No, you're not. Das seid ihr nicht. You're no more losers than God is a loser. Ihr seid genauso wenig die Verlierer, wie Gott ein Verlierer ist. And you are creators because he needs you to create. It's what he does. Ihr seid Schöpfer, weil er euch als Schöpfer braucht. It doesn't make you above people. Ihr seid deswegen den anderen nicht überlegen. It means you have a job to do. Es heißt, ihr habt eine Aufgabe zugeteilt. But I'm here tonight to tell you, you're not doing your job. Und heute Abend bin ich hierher geschickt worden, um euch zu sagen, ihr erledigt eure Aufgabe nicht. Because like the boy sitting next to me, you got your brain turned off. So wie bei dem Sitznachbarn, dem jungen Mann, ist bei euch das Gehirn abgeschaltet. But it's not your fault. Aber es ist nicht eure Schuld. You didn't do it to you. Ihr habt euch das nicht selbst angetan. We did it to you. Sondern wir waren's. Wir haben euch Why did we mess up your mind? Why? Why did we educate you in a way so that you seem to be brainless? Why? Warum haben wir euch das Hirn abgeschaltet oder das Denken abgeschafft? Warum haben wir euch in einer Weise ausgebildet, dass ihr hirnlos erscheint? Well, here in a summary is why. Ich bringe euch hier die Zusammenfassung. It's because you were too bad. Einfach weil ihr so schlechte Menschen seid. You were too bad to be free anymore. Ihr seid viel zu schlecht, um euch noch frei rumlaufen. You had to be made slaves. Man musste euch zu Sklaven machen. Because when you were free, you caused trouble everywhere. Trouble, trouble, more trouble. Wenn ihr nämlich frei rumlauft, dann seid ihr diejenigen, die Schwierigkeiten erzeugen, immer wieder Schwierigkeiten. So you have to be educated and trained how to be slaves.
Also muss man euch ausbilden und trainieren, wie ihr gute Sklaven seid. Kept down, Runter mit euch, kept small, klein machen, living in self-doubt, Selbstzweifel hegen. Well, here is the beauty of Deutschtum right here. Hier habt ihr die Schönheit des Deutschtums vor euren Augen. Germans had great self-confidence. Die Deutschen hatten eine wunderbare Selbstvertrauen. There goes the self-confidence. Und schon ist sie weg, das Selbstvertrauen. Germans had great unity, families, unity, a wonderful family. Unter den Deutschen gab es eine wunderbare Einigkeit, Familienleben, Gemeinschaft. There goes that. Auch weg. Now you're broken into 1,000 pieces of glass. Und jetzt seid ihr zersplittert in viele tausende Glassplitter. During COVID, I was wearing my mask. In der Corona-Zeit trug ich meine Maske. So sometimes it would fall down. Manchmal ist sie mir verrutscht. And somebody would yell at me. Und einer hat mich angebrüllt. Immediately they yell at me. Und zwar sofort. Was it the BND who was yelling at me? Waren es die BND-Leute? Haben die mich angebrüllt? Was it the Nürnberg police who were yelling at me? Oder war es ein Polizist, der mich angebrüllt hat? No. Waren sie nicht. It was any other German. Sondern irgendein x-beliebiger Deutscher hat mich angemacht. Put your mask up. Maske aufsetzen. You're broken. You're not in unity. Ihr seid zerbrochen, ihr seid nicht in Einigkeit. What about your sovereignty, your control over your life, your control over your future? Wie sieht es mit eurer Souveränität, der Selbstbestimmung über euer Leben und eure Zukunft aus? No more. Weg. Zerstört. What about being proud to be a German who you were created to be? Und wie sieht es mit eurem Stolz aus, ein Deutscher zu sein, als der ihr geschaffen worden seid? Your ancestors were proud. Ihr habt stolze Vorfahren gehabt. They thought they were the luckiest people on earth. Sie hielten sich für die glücklichsten Menschen auf der Erde. Can't have that anymore. Weg damit, geht nimmer. What about your ability to stand tall? Wie sieht es mit eurer Fähigkeit aus, When aufrecht zu stehen? Germans are Germans, Wenn die Deutschen Deutsche sind, they're not afraid of anything. haben sie vor nichts Angst. They don't live in a world of fear. Sie leben auch nicht in einer Welt voller Angst, They stand tall. sondern stehen aufrecht. Now what do we have? Und was haben wir jetzt? The boy sitting next to me on the plane. Ich spreche von dem Sitznachbarn im Flugzeug. Instead of simple, beautiful creativity, Statt einfache, schöne, kreative Leistung it doesn't work anymore. ist alles putt, alles kaputt gemacht. And yet God created you Und dennoch hat Gott euch erschaffen, and gave you gifts, tremendous gifts. hat euch Geschenke gegeben, Gave you the best minds in the whole world. euch mit Talenten ausgestattet, Gave you the most beautiful borders and lands. besten Verstand gegeben, schönstes Land gegeben und Grenzen. People come here as tourists
and they say, oh my, there's beauty everywhere. Die Leute kommen als Touristen nach Deutschland und finden es hier wunderschön. I think I'll sell my house in Kansas and move to Bavaria. Am besten verkaufe ich mein Haus in Kansas, um nach Bayern umzuziehen. You are so blessed that it should make you blush. Ihr seid so stark gesegnet, dass ihr eigentlich erröten müsstet. But do you feel that way? Fühlt ihr das auch so? No, you don't. Don't shake your head up and down at me. I've been with you a long time. Ich bin schon lange bei euch. God called me from the very center of Deutschtum. Gott hat mich rausgerufen, direkt aus dem Zentrum des Deutschtums. I was resting happily Ach, mir hat es dort so gut gefallen. in the wonderful purple mist of creation itself. Ich habe mich gut gefühlt in diesem wunderbaren, purpurfarbenen Nebel der Schöpfung an sich. I would have been happy to stay there. Ich wäre gern dort geblieben. I was in the very center, the very Urzeit Ich war in der Urzeit, im Zentrum, of Deutschtum. Urzeit des Deutschtums. And now I'm here. Und jetzt bin ich da. Because you were going out of existence, people. Und es lag daran, dass ihr Gefahr gelaufen seid, bald nicht mehr zu existieren. You were blind Ihr wart blind. to what was happening. Ihr habt nicht mitbekommen, was geschehen ist. The Morgenthau plan was working, slowly but working. Der Morgenthau-Plan wurde umgesetzt, zwar langsam, aber er hat funktioniert. To take you out of existence as a distinct people. Man wollte euch als eigenständiges Volk ganz und gar rausnehmen aus der Existenz. Soon you were going to be zweite Klasse Europa or zweite Klasse Amerikaner or zweite Klasse nothing at all. That's where you were heading. Also wo ihr hingesteuert worden seid, war, entweder werdet ihr Zweitklass-Europäer oder Zweitklass-Amerikaner oder Zweitklass überhaupt schon gleich gar nichts mehr. So I get jerked out of my peace to come and tell you the truth. Ich wurde am Schlafmittel gepackt aus meiner friedvollen Zeit. Do you have to be squeezed and lied to and educated backwards because you are too bad? Müsst ihr eingezwängt werden, belogen werden, verkehrt erzogen werden, weil ihr so schlechte Menschen seid? No. Müsst ihr nicht. It's because you are too good. Der Grund liegt darin, dass ihr zu gute Menschen It's seid. the opposite. Das Gegenteil ist wahr. A young man, about the age of the one sitting next to me, came to Germany a long time ago. Ein junger Mann, etwa so alt wie der junge Mann, der neben mir am Flugzeug saß, kam vor langer Zeit nach Deutschland. And he was walking all through the country. Er ist durchs Land gewandert oder gereist. And he was amazed at what he saw. Er war erstaunt von all den Dingen, die er gesehen hat. Everything is so clean. Ach, ist alles so sauber hier, Everything is so organized. so organisiert, The geordnet, people are happy. glückliche Menschen. They care for each other. Sie sorgen füreinander. He thought it was a fairy tale land. Für ihn war es wie eine Märchenwelt. And he wrote in his diary these exact words. Und was hat er in sein Tagebuch geschrieben? Genau diese Worte. These Germans really are so very, very good. Diese Deutschen sind wirklich sehr, sehr gut. His name was John Fitzgerald Kennedy. Er hieß John Fitzgerald Kennedy.
And he always felt, till the day he died, the same way about you. Bis zu seinem Todestag hat er genauso die Deutschen gesehen. And he was the most popular man in all of America. Er war der beliebteste Mann in ganz Amerika. Camelot. Das war unser Camelot. And before him there was another man of equal stature with Kennedy. Und vor ihm war noch ein anderer Mann, der ebenbürtig mit Kennedy zu sehen war. His name was Charles Lindbergh. Dieser Mann hieß Charles Lindbergh. Everyone loved Lindbergh. Er war überall beliebt. As handsome as Kennedy, Der war auch so gut aussehend wie as Kennedy. brave as Kennedy. War so tapfer und mutig wie Kennedy. And he used the same words to describe you. Er verwendete dieselben Worte, um euch zu beschreiben. These Germans are so very, very good. Er sagte, diese Deutschen sind so unglaublich gut. So why can't you accept it? Und weshalb fällt es euch nicht leicht, das zu akzeptieren? I'm supposed to come tonight and ask you this question. Heute soll ich zu euch kommen, um euch diese Frage zu stellen. Why can't you accept that God has made you good? Wieso könnt ihr nicht akzeptieren, dass Gott euch gut geschaffen hat? And that He is proud of you Und dass Gott stolz auf euch ist, when you are yourself. wenn ihr selbst seid. Deutsche, Und zwar Deutsche, not zweite Klasse anything. nicht Zweitklass irgendwas Leute, Erste Klasse Deutsch. sondern erstklassige Deutsche seid. And that's what He wants. Genau das möchte Gott. He doesn't want you to go out of existence. Gott möchte nicht, dass ihr nicht mehr seid. The problem is Das Problem ist, that many of you want you to go out of existence. dass sogar viele von euch wollen, dass es die Deutschen nicht mehr gibt. You don't want to take responsibility for your lives. Ihr wollt eben keine Verantwortung. You don't want to be a sovereign nation. Ihr wollt keine souveräne Nation sein, You just want to be happy slaves. sondern glückliche Sklaven. Das wollt ihr sein. I asked the young boy before the plane landed, Ehe das Flugzeug zum Landen ansetzte, fragte ich den jungen Mann, I said, have you ever met any Russian people? haben Sie schon mal Russen getroffen? He said, oh yes, when I was in college I traveled to Russia on some kind of a trip. Ja, als ich noch auf die Universität ging, bin ich mal nach Russland gefahren. I said, what do you think about them? Und, was denkst du über die Russen? He said, they're nice people. Das sind nette Menschen. Yeah, he said, everybody I met was friendly and they were kind and they shared. Jeden, den ich getroffen habe unter den Russen, war freundlich und teilten Dinge. I didn't tell him what I do or who I was, but I said, you know, I travel to all 16 Länder of this nation. All 16 Länder. Ich habe mich ihm nicht vorgestellt, was ich so mache im Leben. Ich habe ihm nur gesagt, ich habe alle deutschen Bundesländer, alle 16 Bundesländer I bereist. go from Saarland to Görlitz and then up to Kiel and then to, I'm all over the place. Von Saarland nach Görlitz fahre ich und dann wieder nach Kiel. Ich bin überall zu finden. And I said, young man, for your information, Junger Mann, zu Ihrer Information. everybody I've met feels the same way. Jeder, den ich getroffen habe in Deutschland, fühlt genauso wie Sie. I haven't met a German who hates Russians. I haven't met one. There might be one, but I haven't met them. Ich habe noch keinen Deutschen angetroffen, der Russen hasst. Ist vielleicht einer da, aber getroffen habe ich ihn. And most Russians look up. They admire Germans. Most Russians like Germans and admire them. They look up at them. Und bei den meisten Russen ist es so, dass sie die Deutschen mögen und die meisten schauen sogar hoch zu euch. So we have a whole nation almost in agreement. Also wir haben eine ganze Nation, die beinahe ganzstimmig in Übereinstimmung ist. And I said, young man, today 120 Russian 19-year-olds will die. Today. Junger Mann, wissen Sie, dass heute 120
junge 19-jährige Russen sterben werden. I said, who killed them? Wer hat sie getötet? Oh, he said, it was the Ukrainians. Die Ukrainer natürlich, sagte er. I said, das ist Wahnsinn. They don't have the ammunition. They don't have the training. They don't have the sophisticated equipment to take on the Russians. Sie haben keine Munition, sie haben keine Ausbildung, sie haben nicht mal die sehr ausgeklügelten Geräte, um die Russen aufs Korn zu nehmen. Those Russian boys are being killed by sophisticated German ammunition. Diese jungen Russen werden von sehr ausgeklügelter deutscher Munition getötet. 5 times more superior to what the Ukrainians have. Die deutsche Munition ist 5-mal mehr überlegen gegenüber dem, was die Ukrainer auf die Beine stellen. Deutsche Gepard with the symbol still on the side. Deutsche Leopard tanks. Deutsche artillery. Deutsche, train after train after train. Deutsche Geparden, deutsche Leopardpanzer, deutsche Artillerie. Alles, eine Zugladung nach der anderen wird in die Ukraine gebracht. Now, I'm not making this up. Ich erfinde das nicht. The boy looked at me and his eyes kind of went crossed. Der junge Mann schaute mich an mit Augen, die über Kreuz gingen. He said, I never thought about that. Hey, darüber habe ich noch nie nachgedacht, sagte er. Is that possible? Ist das überhaupt möglich? In modern Germany, Ja, im modernen Deutschland it's very possible. ist das sehr leicht möglich. In fact, it's widespread. Es ist weit verbreitet. You see, you have no control over your lives, over your education system. You have no control over your families or over your future. Somebody else does that. Ihr habt keine Kontrolle über euer Leben, über eure Familie oder eure Zukunft. Das wird von anderen geregelt. Then, young man, who is protecting you and your brothers and your mother and father? Who is protecting you? Noch eine Frage, junger Mann. Wer beschützt denn Sie selber, Ihren Vater, Ihre Mutter und Ihre Geschwister? 18% of the Bundeswehr said they would fire their weapons to protect Germany. 18% der Bundeswehrsoldaten haben bestätigt, dass sie eine Waffe abfeuern würden, um Deutschland zu beschützen. He nodded. Er hat genickt. Then who's protecting you Wer beschützt Sie denn nun? and your family in the future? Und wer beschützt Ihre Familie in der Zukunft? And this is what he said. Seine Antwort lautete: The Americans will protect us. Die Amerikaner werden uns beschützen. Now, everybody in here, because Germans are very courageous people, very courageous. Also die Deutschen, das wisst ihr hier, sind sehr mutige Menschen. Everybody in here who believes that the Americans are going to come and die for you and protect you. Everyone raise your hand. Also jeder hier im Raum, der es wirklich glaubt, dass die Amerikaner kommen, um euch zu beschützen und Blut für euch zu vergießen. Hand hoch. Everybody in Germany knows the truth. Alle Deutschen kennen die Wahrheit. But you're not allowed to think about anything. Und trotzdem wird euch verboten, über irgendetwas nachzudenken. Your ancestors from 200 years ago could come back and stand on this stage. 200.000 Jahre? 200 years. Oh ja. Yeah, 200 years. Eure Vorfahren von vor 200 Jahren könnten hier auf der Bühne stehen. They could come here and they would look out over you. Die würden jetzt über eure Köpfe hinwegschauen. They say, my God, these are the same faces, the same German faces, the same German posture as in my time, 200 years ago. Sie Same würden ones. sagen, genau dieselben Gesichter, genau dieselbe Sitzhaltung,
So wie es vor 200 Jahren bei mir war. But would they recognize you once they got to know you? Aber wenn sie euch näher kennenlernen würden, könnten sie sich mit euch noch wiedererkennen? They would say, these are no longer Deutsche. Die kämen zu dem Schluss, das sind überhaupt keine Deutschen mehr. They are anti-Deutsche. Eigentlich sind das Gegendeutsche. Or they came from Mars. Oder irgendwelche Fremdlinge vom Weltraum. If Schiller was here and Goethe were here, wenn wir hier Schiller und Goethe hätten, they would turn to me and whisper, würden sie mir beide ins Ohr flüstern. What language do they speak? Was sprechen diese Leute für eine Sprache? It's all mixed up with other languages. Das ist so ein Gemisch mit anderen Sprachen. What does God want from you? Was möchte Gott von euch? Does he want your money? Will Gott euer Geld? Does he want you to become taller? Will Gott, dass ihr größer werdet? Stronger like Arnold Schwarzenegger? Oder so stark wie Arnold Schwarzenegger? Does he want you to go back to school and get a doctorate? Will Gott, dass ihr nochmal die Unibank drückt und einen Doktortitel heimbringt? He wants you to be yourselves. Gott möchte, dass ihr selbst seid. Exactly as he made you to be. Und zwar genauso, wie er euch gemacht hat. And that's what I love in you. Und das liebe ich an euch. Because underneath the veneer, underneath the shell, ja, unter eurer Schale is the deutsche Seele. Lebt die deutsche Seele. The trump card. Und das ist eure Trumpfkarte. The guarantee of your future. Es ist die Garantie eurer Zukunft. As a distinct people. Als eigenständiges Volk. So, I'm working hard for you. Ich arbeite stark für euch. Nobody who knows me doubts that my love is real. Niemand, der mich kennt, hat irgendwelche Zweifel daran, dass meine Liebe echt ist. And think about it over the next few days. Denkt mal darüber nach in den kommenden Tagen. God's love for you is 1,000 times greater than mine. Gottes Liebe für euch ist 1000-mal größer als meine Liebe für euch. Are we asking you to do something that's impossible? Bitten wir euch etwa etwas zu tun, was unmöglich ist? Just be yourself. Seid einfach ihr selbst. Cool out. Seid im Frieden. Relax. Entspannt euch. Everything that you need is already within you. Alles, was ihr braucht, ist bereits in euch vorhanden. God is not practicing when he made you. Gott hat nicht erst geübt, als er euch erschaffen hat. He doesn't even make mistakes. Gott macht gar keine Fehler. You are whole, complete. Ihr seid ganz und gar. The world is sick Die Welt ist krank, because you're hiding in the monkey bar. weil ihr euch in irgendeiner Bar versteckt. Or something else. Oder sonst einem Hobby nachgeht. He wants you to stand on your feet. Gott möchte, dass ihr auf die Beine kommt. He wants you to work together in unity. Er möchte, dass ihr zusammen in Einigkeit arbeitet. He wants you to begin creating again. Er möchte, dass ihr wieder anfangt zu schöpfen. And the whole world will benefit. Und der ganzen Welt wird es dafür besser gehen. This is the Allies' creation. Das ist das Erzeugnis der Alliierten. Weg damit. That doesn't look like your creation. Sieht nicht aus, als ob es gemacht in Deutschland sei. You think it's easy what I do? Ihr glaubt vielleicht, dass es eine einfache Sache ist, was ich da mache. I'm an old man. Ich bin ein alter Mann I'm doing an impossible job. und ich vollbringe hier eine unmögliche Aufgabe. All I need is for you to stand up
Was ist notwendig? Was es braucht, ist, dass ihr aufsteht. And how about helping me Und wie wäre es, wenn ihr mir helft, so I can go back home where I belong? dass ich wieder heimgehen kann, dort, wo ich hingehöre? At the center of Deutschtum itself. Dort, wo das Zentrum, die Mitte des Deutschtums ist. I don't have anything more to say to you. Jetzt habe ich euch nichts mehr zu sagen. I am deeply, deeply thankful that you sat and listened to me. Ich bin zutiefst dankbar dafür, dass ihr sitzen geblieben seid und mir zugehört habt. I brought you the truth. Ich habe euch die Wahrheit nahegebracht. In my world, if I don't speak the truth, In meiner Welt ist es so, dass wenn ich die Wahrheit nicht spreche, I get whacked. kriege ich einen aufs Maul oder drauf. It is my prayer that you will remember one sentence out of today. Just one. Ich bete darum, dass ihr wenigstens einen Satz im Gedächtnis behält von And dem, was ich sage. that sentence will never go away, Und dieser Satz wird nie aus eurem Sinn verschwinden. and it will grow Und dieser Satz wird anwachsen. as the deutsche Seele grows in you again. So wie die deutsche Seele wieder in dir heranwächst. God wants you to have peace Gott möchte, dass du Frieden hast and joy und Freude hast and laughter und lachst and a fullness of life und dass du die Fülle des Lebens genießt. and security for your families. Sicherheit für die Familie habt, Schutz für die Familie. Just be yourselves. Seid einfach ihr selbst. I come all this way. Tonight is meeting number 295. Jetzt bin ich einen weiten Weg angereist, um das 295. Treffen heute Abend abzuhalten. This is my 56th trip in an airplane to come to you. 5-6. Also 56 Mal bin ich im Flugzeug hier nach Deutschland eingereist. I don't think I'm going to be able to come back to you. Ich glaube nicht, dass ich nochmal in der Lage bin, zurückzukommen. I have a sense that my time is almost finished. Ich habe das Gespür, dass meine Zeit fast schon ist. But today I'm here in front of you. Aber heute stehe ich vor euch. And if you want to ask me any questions, Und wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, I will answer them truthfully. werde ich sie in Wahrheit beantworten. If you wait much longer, I'll fall off the stage. Wenn ihr noch länger zögert, dann falle ich hier von der Bühne runter. Go ahead, sir. Do you have a question for me? So wollte ich eins sagen, als ich 1945, da war ich Sechstaler, das heißt, heute ist das die erste Klasse im Gymnasium. Das ist tatsächlich so, von einem Tag vom anderen zum anderen waren alle Bücher weg. I can agree with what you said. In 1945, I was in the sixth, which is the first class of gymnasium, and I can fully agree that our books were gone from one day to the next. Sogar die Mathematikbücher wegen der Textaufgaben, weil die nicht so astrein formuliert waren. Und die Lehrer waren auch weg. Die uralten Lehrer, meine Lateinlehrerin war 72. So the teachers were gone, the math books were gone, some things were not quite right there. We had old, very old teachers. Our Latin teacher was 72 years old. Aber ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ich wollte mich also ganz herzlich ausdrücklich mal bedanken bei Ihnen, auch bei Ihrer Frau Gemahlin, dass Sie diese Leistung, diese Belastung auf sich nehmen
uns hier weiterzubringen. I want to thank you so much, you and your wife Lisa, that you really take on so much effort to bring us forward here. Und ich denke auch und ich respektiere auch den Mut, den Sie haben. Denn mir ist ganz klar, und das ist vielleicht vielen Leuten gar nicht klar, dass Sie eigentlich täglich Ihr Leben riskieren. Yeah. And I appreciate very much the courage you show, and most people are not aware that you risk your life every day doing your work. Hier so, die Angloamerikaner haben, um die Deutschen zu zerstören, die deutsche Wirtschaft und die deutsche Psyche zu zerstören, haben sie Millionen eigener Leute im Zweiten Weltkrieg geopfert, um uns auszurotten. Actually, the Anglo-Americans have sacrificed many of their own people in the Second World War just in order to be able to eradicate us Germans. Ja, diese ganze Sache mit Bletchley Park gemacht. And then they did Bletchley Park. 75 Jahre aufgewendet, um uns umzuerziehen. Ja? They tried to re-educate us for 75 years. Jetzt kommt einer, da ist William Toel. And now there is William Toel. Der macht das alles kaputt. And he smashes it. Und ich denke, sagen wir mal für mich, ich bin kein so gläubiger Mensch, aber eins bin ich sicher, ja, eine ganze Bataillon von Bodyguards kann sie nicht beschützen. Deshalb müssen sie unter wirklichem Schutz sein. No, I'm not a typical believer, but even a battalion of bodyguards could not save your life. So you must be under divine protection. I hope so, sir. That's Ich hoffe. Yes. Thank you so much. Dankeschön. I have a great admiration for men just like this. I have a great admiration. Ich habe eine große Bewunderung für Männer ihrer Art. Ich habe noch etwas anderes, wofür ich mich bei Ihnen persönlich bedanken will. Und zwar, ich habe mit meinem Vater bis vor wenigen Jahren einen Konflikt gehabt, ein gewisses Misstrauen. Ich habe ihn zwar sehr verehrt. Mein Vater war General im Zweiten Weltkrieg. My father was a general in the Second World War, and up to a few years before, we had some kind of conflict. And I want to thank you for something. Weil ich habe nicht geglaubt, oder ich habe nicht verstanden, wie ein Mann wie Hitler dienen konnte. Er war kein Nazi, das weiß ich, denn er war preußischer Offizier, das passt nicht zusammen. So I couldn't understand how my father could be a general and in service for Adolf Hitler. I know that he was not a Nazi, he was a Prussian. Und ich konnte das nicht verstehen. Und deshalb habe ich seit 50 Jahren die Geschichte hinter der Geschichte und die Politik hinter der Politik erforscht und bin hinter viele Sachen gekommen. Because I could not understand why that was so, I studied for 50 years politics behind politics and history behind history. Und mein Vater, ja, ich habe immer gedacht, er hat sich das ein bisschen beschönigt. Ja, er hat mir auch erzählt, er ist ein paar Mal auf dem Berghof bei Hitler zu Konferenzen gewesen und in der Wollschanze. My father explained to me that he had visited the Berghof several times and was in the Wolfschanze as well. Er hat mir also erzählt, dass da ein ganz anderer Stil geherrscht hat, nämlich ein sehr kultivierter und zivilisierter Umgangston. He told me that life there was quite civilized, very high style or standard of how people treated each other. But, sir, let me say something to you and to everyone, please. Lassen Sie mich jetzt was sagen, für Sie und für jeden hier. And I am speaking now from the truth of heaven, who oversees all things. Und ich spreche nun aus der Wahrheit des Himmels, der alles übersieht. There were as many noble, caring, loving, courageous people. Es gab so viele noble, sich sorgende und liebende und mutige Menschen On the German side, auf der deutschen Seite, as there was on the American side.
Wie auch auf der amerikanischen on the Seite, British side, auf der britischen Seite, on the Russian side. auf der russischen Seite. These people were caught up in a mess that they knew nothing about. Und alle diese Volksangehörigen sind in ein Durcheinander hineingezogen worden, das sie überhaupt nicht durchblicken konnten. There were millions and millions of wonderful people who sacrificed their lives for the German side and for the Allied side. Millionen von Menschen haben ihre Leben geopfert, sei es für die deutsche Seite oder für die alliierten Seite. And they did not have the privilege that we have of reading all the history books. They had no privilege. Und dieses Privileg, was wir heute haben, nämlich Geschichtsbücher lesen zu können, hatten diese Menschen damals alle nicht. They were trying to stay alive, they were trying to survive, and they were trying to serve what they loved. Sie haben versucht zu überleben, sie haben sich bemüht, am Leben zu bleiben, und sie haben das beschützt, was sie lieben. Hour by hour, day by day. Stunde um Stunde und Tag für Tag. We have no right today from down here Aus der heutigen Sicht haben wir nicht das Recht, to judge them. die Menschen von damals zu beurteilen. Let's leave it alone. Jetzt lassen wir es gut sein. Ich wollte noch einen Satz sagen. Den Frieden habe ich mit meinem Vater gefunden, er ist schon lange tot. Ja. My father is dead. For many years I found my peace with him. Durch Konstanzes Kind. Das hat mich dann And that's what helped me was reading Constance's Child. Constance's Kind is not just a book. Constanzes Kind ist nicht nur ein Buch. It is an inspired book. Das Buch ist inspiriert. We say, well, you and your wife Lisa wrote the book. Ihr sagt, naja, du und deine Frau, ihr habt das Buch geschrieben. Neither of us will ever say that. Nein, keiner von uns beiden würde das je behaupten. For 30 days, day and night, 30 Tage lang, Tag und Nacht. the inspiration of that book came into us and came into us. We didn't care about eating. We didn't care about sleeping. We took leave of absence from the university and from her firm. We didn't care about anything but writing it and writing it and writing it. And then finally, it was finished. Es hat 30 Tage gedauert und uns ist der Inhalt runtergeladen worden, Tag und Nacht. Also ich habe meine Universitätsaufgabe ruhen lassen und Lisa ist von ihrer Firma weggegangen, bloß damit wir es schaffen, das, was uns runtergeladen wurde, aufzuschreiben. 30 Tage lang. The book could not have been written years ago. Vor Jahren hätte dieses Buch gar nicht geschrieben werden. There would have been nobody to read it years ago. Es gab auch niemand, der das vor Jahren gelesen And it was hätte. never for anyone but you. Und dieses Buch wurde nur für euch geschrieben. It has healing built into it. Im Buch ist Heilung eingebaut. It's an inspired book. Es ist ein inspiriertes Buch. And that's why we don't sell it to you. Und deshalb verkaufen wir es nicht an euch. You don't sell something that's precious. Man verkauft nicht Dinge, die kostbar sind. You don't sell something that has healing in it. Etwas, was Heilung in sich birgt, You verkauft give man it. nicht. Das gibt man, You give it. verschenkt man. And if you don't get what it says today, you will tomorrow. Und wenn ihr das heute nicht kapiert, dann werdet ihr es morgen kapieren. You can't be free without Constance's Kind. Ohne Konstanzes Kind könnt ihr nicht frei sein. Go ahead, sir. What exactly do you mean by the term deutsche Seele? What language is he speaking? Englisch? Was genau meinen Sie mit dem Begriff deutsche Seele? Weil ich verstehe, dass wir unter einer Gehirnwäsche stehen, aber nicht nur wir Deutsche, sondern ich würde sogar sagen, die ganze westliche Welt in Sachen Identität, also Geschlechtsidentität und auch die ganze grüne Agenda. Aber was konkret ist die deutsche Seele? So what is the German soul? I would say that the whole of the West is somehow brainwashed.
be it the gender idea or the green idea or what else. We don't want to get into specifics. It'll just confuse our brain even more. So, die Einzelheiten lassen wir jetzt weg, die uns noch mehr verwirren könnten. Also, wie lautet die Frage noch? It's like the whole world went insane at the same time. Es sieht so aus, als ob die ganze Welt auf einmal verrückt geworden ist. Common sense got turned on its head, upside down. Der gesunde Menschenverstand ist auf den Kopf gestellt worden. But the deutsche Seele is nothing more than the earthly sense of Deutschtum itself. Deutschtum. Die deutsche Seele ist nichts anderes als das innere Gespür für das Deutschtum selbst. It is Deutschtum on earth. Die Seele ist das Deutschtum verwirklicht auf Erden. Which is how you think, it is how you feel, it is how you speak. Deutschtum ist, wie ihr denkt, wie ihr fühlt und wie ihr sprecht. It is how you live your life. Und wie ihr euer Leben lebt. It is everything about being a Deutscher. Und es ist alles, ein Deutscher zu sein. Also umfasst alles. Ein deutscher Mann, eine deutsche Frau, das macht nichts. Das macht noch nichts. It is the living essence of who you are. Es ist die lebende Essenz dessen, wer du bist. And it's been squeezed and pressed down. Die Seele ist zerquetscht worden und runtergedrückt worden. And now is the time for it to open and blossom. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo sich die Seele wieder öffnet und wieder erblüht. It is full of beauty. Sie ist voller Schönheit. It is like Jack Kennedy said it was. So schön wie Jack Kennedy es gesehen hat. These people are so good. Das sind so gute Menschen, sagt er. That's Deutschtum. Das ist Deutschtum. Everything else Alles andere ist ein großer Lüge. Everything else. Ich habe eine Frage zu unserer Bevölkerungskultur hier in Deutschland. Meines Wissens glaube ich 45%, was ich unlängst gelesen habe, Menschen, die einen Migrationshintergrund mitbringen. Die ja jetzt in diesem Sinne, so wie ich das zumindest verstehe, nicht dieses Deutschtum in Anführungszeichen vielleicht so verinnerlicht haben, wie jetzt Menschen, die hier schon seit vielen Generationen. Also meine Frage, ich meine, wir leben ja hier alle zusammen und ich wünsche mir ja auch von ganzem Herzen, dass wir mit viel Offenheit und viel Liebe zusammenwachsen. Was können wir da weiter tun? Was ist passiert? As we now live together, these immigrants and the older Germans, how can we live together in a good sense? I wear this flag Ich trage die Flagge am Revers as ein Beispiel for you, so that someday you too will wear a flag. Damit gebe ich ein Vorbild ab, dass eines Tages ihr auch eure Flagge tragt am Revers. But my nation, this nation, Aber die amerikanische Nation, meine, is nothing but immigrants. wir bestehen nur aus Immigranten. We're just a land of people that nobody else wanted. That's who we are. Also wir sind ein Land, zusammengewürfelt aus Menschen, die sonst keiner haben wollte. And ma'am, there's a lot of people in this nation who were born here, Und liebe Frau, who were educated here,
Viele Leute wurden hier who were geboren, raised here, aufgezogen und ausgebildet. and some of them are wealthy and influential. Manche von ihnen sind reich und haben viel Einfluss. But they're ashamed of their German passport. Und sie schämen sich für ihren deutschen Pass. They want to live in San Diego. Sie würden lieber in San Diego They leben want to live in Paris. oder in Paris. They don't even like you. Sie mögen euch nicht mal. And there's more of them than you would know. Und es leben mehr von den Menschen unter euch, als ihr euch vorstellen könnt. They have the birthright. Sie haben das Geburtsrecht. They have the look. Sie haben das Aussehen. They have the passport. Sie haben einen Pass. And they don't like anything about Deutschtum. Aber sie mögen nichts, was mit Deutschtum zu tun hat. I want you to judge people by their heart. Ich möchte, dass ihr Menschen bewertet nach dem Herzen. If they love this land, Wenn sie dieses Land lieben and they're willing to sacrifice their money and their time and their effort and their life to building up this land for the next generation. Wenn sie bereit sind, ihr Geld, ihre Zeit, ihr Engagement und nochmal was einzusetzen, um Deutschland aufzubauen für die nächste Generation. And if in their heart Und wenn es in ihrem Herzen ist they feel German und sie sich im Herzen deutsch fühlen and nothing else, und sonst nichts. and if they speak your language with respect, Und wenn sie respektvoll die deutsche Sprache sprechen, the best language in the world, ihr habt die beste Sprache in der Welt. and if this is where they want to live and die, if this is their home, Und wenn sie da leben und sterben wollen und Deutschland als ihr Heim betrachten, then they're German. dann sind es Deutsche. And there's a lot of people with passports. Sind jedoch viele in Deutschland mit einem deutschen Pass. There are a lot of people who have taken advantage of everything Germany has to give. Viele Leute, die den Vorteil daraus geschlagen haben von allem, was Deutschland zu geben hat. Who don't feel German one day of their life. Die sich nicht einen Tag deutsch fühlen. And you can't get them to speak German. Und die man nicht dazu bringen kann, Deutsch zu sprechen. Because they're above it. Weil sie sich überhoben fühlen. They're not part of you. Sie gehören nicht zu euch. Think about these things. Denkt darüber nach. Yes, ma'am. Vielen Dank, William, dass du noch einmal gekommen bist. Aber ich habe eine Frage. Gibt es denn schon jemanden oder Menschen, die unser Land wohlwollend führen würden oder müssen die erst geboren werden? Thank you, William, that you came once more to see us. And my question is, are there those people who are willing and ready to govern or lead our country, or do they first have to be born? Are they not born yet? There's quite a few of them here. Doch, da sind schon ziemlich viele vorhanden. There's quite a few of them here. When I see here, I mean they're alive today in Deutschland. Also wenn ich hier sage, meine ich jetzt nicht hier, sondern sie sind am Leben in Deutschland. There's even a couple of them in the room. Und ein paar davon sind hier im Raum. But they don't know. Die wissen bloß noch nichts davon. Because you have to go through the fire. Ihr müsst nämlich geläutert werden durchs Feuer, To find out what you're made of. um festzustellen, aus was für einem Material ihr seid. And others have to see it. Und es müssen die anderen auch bezeugen. Those who are boasting and bragging all the time, Die dauernd angeben, they'll be hiding in the ditch, die werden sich im Graben verstecken wetting their pants. und sich in die Hose machen. There's a couple in this room. Doch, hier im Raum sind einige davon. But you got to go through some stuff first. Aber erstmal müsst ihr durch einige schwere Zeiten gehen, So that other people can see who's who.
Damit die anderen auch erkennen können, wer ist. Who are the pretenders? Wer tut so? And who are the ones I can count on? Und auf wen kann man zählen? Who are the ones who take advantage of me? Wer schlägt seinen Vorteil aus mir? And who are the ones who love me? Und wer liebt mich? And will give themselves for me? Und wer gibt sich für mich? And my kids. Und meine Kinder. You'll see them. Ihr werdet sie sehen. Sooner than you would like. Schon eher, als es euch lieb sein wird. By the way, you will notice that I treat all Germans with high respect. You'll notice that if you're around me. Also wenn ihr mit mir zu tun habt, werdet ihr feststellen, dass ich jeden Deutschen mit großem Respekt behandle. Because that's the way you're supposed to treat each other. Denn genau so sollt ihr einander auch behandeln. With high respect. Mit hohem Respekt. But you don't. Tut ihr aber nicht. And you better start. Und ihr fangt besser damit an. You better learn how to take care of each other. Es ist besser, dass ihr euch umeinander kümmert. And to respect each other. Und dass ihr einander And to be respektiert. kind to each other. Und dass ihr freundlich seid zueinander. You're going to need each other. Ihr werdet einander nämlich brauchen. Maybe the last question. Go ahead, sir. Right Letzte there. Frage, der Herr. Ja, ich verstehe die deutsche Seele als eine Zusammenfassung der besten Eigenschaften der Deutschen. Aber es gibt ja auch die Seele des Menschen. So I understand the German soul as the collection of the best qualities of Germans, but then there is the individual soul as well. Würdest du sagen, dass die Seele im Menschen so etwas ist wie ein Geistwesen, das eine besondere, unzerbrechliche Verbindung zu Gott hat? Would you say that the soul in an individual has a direct connection that cannot be broken with God or with the divine? That is God's intention, sir. That So- is His intention. That's Go- what He would like. Gott möchte das so, das ist seine Absicht. But He loves you so much Aber er liebt euch so sehr, that He won't force you. dass er euch nicht zwingen wird. He wants you to come to Him on your own. Er möchte, dass ihr ganz von selbst zu ihm kommt. Okay? There is a connection. Ja, es gibt diese Verbindung. And the Deutschtum is the unique and distinct part of you. Und euer Deutschtum ist ein einzigartiges und eigenständiges Bestandteil von euch. That is created to be who you are. Und es wurde so geschaffen, wie ihr geschaffen wurdet. So stop trying to be somebody else. Daher lasst es sein, jemand anderer zu sein, You want to please God, wenn ihr Gott gefallen wollt. who is immensely proud of you. Gott, der unglaublich stolz auf euch ist. Then just be who you are. Also, wenn ihr ihm gefallen wollt, seid einfach ihr selbst. And even if it's only in your heart, Und selbst wenn es nur in eurem Herzen ist, be proud of who you are. seid stolz auf den und die ihr seid. I'm finished for tonight. Ich habe noch eine Frage. Oh, wait. Das passt dazu. It's a question that fits to the Das last passt one. dazu, zu der Frage. Hat das was mit Jesus zu tun? Has it Das ist meine Frage. Is there any connection to Jesus? It's my question. Why don't you stand? Aufstehen. Bitte? Aufstehen. Ich soll aufstehen. Yeah, wow. That's a German. Was steht sie, die deutsche Frau? Now ask the question so everyone can hear the word. Die Frage bitte so stellen, dass jeder hier im Raum das Wort hören kann. Ja. Hat das was mit Jesus zu tun? Weil ich bin Christ. I'm a Und ich Christian. frage mich immer, hat es was mit Jesus zu tun? Weil manche sagen, William Toel ist kein Christ, sondern er redet nur über Gott. So, people say that William Toel is not a Christian because he never speaks about Jesus, only about God. Oh,
I've been called everything so far. Ach, bisher haben die mich schon alles Mögliche genannt. I've been called things I didn't even know existed. Man hat mir Zeug angedichtet, was ich nicht mal kannte, dass es überhaupt existiert. I am a Christian. Ich bin ein Christ. And I believe in Jesus Christ. Und ich glaube an Jesus Christus. But I am here to bring you into unity. Und mein Auftrag ist, euch in die Einigkeit zu führen. And I accept you as you are. Und ich akzeptiere euch so, wie ihr seid. Thank you so much. I have to go. Dankeschön.